Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 6 mittlerweile schon von The Legend of Heroes Trails in the Sky SC, also Second Chapter. Wir sind immer noch in der Ruan-Region und letztes Mal war ich ja so ein bisschen verwirrt, weil ich eine Nebenquest hatte. Ich habe das ja erzählt hier mit dem Sapphire Tower, dass man da oben ein Foto machen soll. Und ich war ja nicht mehr sicher, ob ich da nicht lieber warten sollte, ob ich da eine gescheite Fotografin, aka Dorothy, einsammeln sollte. Und tatsächlich stimmte diese Vermutung. Ich habe das in der Zwischenzeit nachgeschaut und das sollten wir erst tun, wenn wir die haben. Also folgen wir erstmal, weil ich ja meine, wir hätten überhaupt gar keine Nebenquests sonst mehr, genau. Folgen wir einfach der Story und gehen in die in Menoria. Ne? Menoria Village, genau. Und werden da erstmal dem Phänomen weiter auf die Spur kommen, weil nochmal unser eigentliches Ziel. Oh, da unten ist eine Angelstelle. Komme ich da hin? Ich will kurz angeln. Unser eigentliches Ziel ist es ja, herauszufinden, was es mit diesem merkwürdigen Ding auf sich hat. Guck mal, da hinten geht's runter. Und vielleicht hier hinten irgendwie runter. Ha! Frech wie wir sind, haben uns hier einfach durchgemogelt. Und sind jetzt tatsächlich hier angekommen. Ja, dann angeln wir doch einmal hier. I bet I could fish here. Ja, dann machen wir. Hook line. Which rod do you use? Variety filter standard for the fisherman kit. Genau, das ist standard for saltwater fishing. Warte, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ja, saltwater würde hinkommen, ne? Nehmen wir das doch mal. Und ein Shrimplet. Why not? So, und jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, dass ich richtig fische. Und... Nein, ich hab's verkackt. Nochmal. Zu früh wahrscheinlich. Und... Okay, jetzt habe ich den Rhythmus überhaupt nicht mehr raus. Ich versuch's noch einmal. Yes! Man muss so tatsächlich, sobald man das sieht, so schnell wie möglich da draufklicken. Ja, das haben wir doch super gemacht. Aber ich schätze mal, und das ist etwas, ich bin ja eher Fan dieses alten Stils von den Trails-Spielen. Plus auch die Erzählung finde ich besser. Also gerade in den Trails of Cold Steel Sachen kommen diese komischen Ritter-Dinger dazu. Das ergibt alles vollkommen Sinn, keine Frage. Und ich finde auch, gerade am Anfang wirkt das ein bisschen abstruser, als es letztendlich ist. Es ist super eingebunden, aber in Trails of Cold Steel wird es ein bisschen so, dass Tode nicht mehr so final wirken plötzlich. Und es passiert öfter, dass es für mich diese ganze, das hatte ich ja auch schon mal im ersten Walkthrough erzählt, dass diese ganze romantischen Geschichten nicht mehr ja, so konsequent und gut erzählt werden, wie es hier der Fall war. Mal gucken, nee, weiter geradeaus. Und, aber eine Sache, finde ich, machen die deutlich besser, wobei ich glaube, dass auch erst ab Cold Steel 3 so wirklich passiert, ist, die Trails-Spiele leben ja von ihrem Worldbuilding, was meistens dadurch passiert, dass man mit Menschen spricht und die Geschichten erzählen und diese Geschichten, die Nebenfiguren, und zwar wirklich extreme Nebenfiguren erleben, über Spiele, über Jahrzehnte mittlerweile hinweg erzählt werden. Also es gibt wirklich immer noch jetzt im Trails to Reverie, wo ich gerade die japanische Fassung mit einem Englisch-Patch spiele, da gibt es noch Nebenfiguren aus diesen Spielen hier, die mittlerweile schon fast 20 Jahre her sind. Und das ist der Hammer. Also es ist wirklich der Hammer. Ach ja, wir wollen ja zum Waisenhaus, ne? Geht's da nicht? Ja. Genau, und worauf ich hinaus wollte, ist, die Spiele zeigen deutlich besser an, mit wem man noch nicht gesprochen hat. Leute, mit denen man noch nicht gesprochen hat, ist das Symbol über ihren Köpfen, wenn man sie ansprechen könnte, da ist es erstmal so blau. Und wenn man sie mit denen gesprochen hat, ist es ausgegraut. Es wird auf der Karte angezeigt, wo man schon mit Leuten gesprochen hat und wo nicht. Also es ist ein Ausrufezeichen, in welchen Gebieten man noch nichts hat. Es ist deutlich klarer, wo Nebenmissionen sein könnten, etc. Man kann immer noch ein paar verpassen, so ist es nicht. Es gibt auch immer noch Entscheidungen, die man zu fällen hat. Das ist jetzt nicht komplett weichgespült, aber es ist in der Hinsicht einfach komfortabler und das machen die
viel, viel besser als diese Spiele. So, wir sind jetzt beim Waisenhaus. Da waren wir schon länger nicht mehr, nämlich im letzten Spiel das letzte Mal. Holy. So, das ist nämlich auch meine Reaktion. Und da war es ja abgebrannt. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben einfach das alte Modell nochmal drauf geklatscht. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Vielleicht eine neue Textur drauf oder so. Okay, this is a surprise. They managed to turn the black stain on the ground into this that quick? I think they built the building the same way, just newer. Thank the goddess, this is so wonderful. Estelle? Metron Theresa. Übrigens, wo wir gerade bei im Waisenhaus sind, es kann gut sein, dass man im Hintergrund immer so ein kleines Schnaufen oder so hört oder vielleicht auch mal ein Schreien. Dafür entschuldige ich mich nicht, denn es ist mein Baby und es darf das immer machen. So, Metron Theresa. Yes, I thought it was you. Welcome back, I'm glad to see you. And you are Agatha, yes? That's right, been a while, ma'am. We last met during the mess with Clem, yes? It really has been a while. Thank you so much for your help back then. Hey, don't sweat it, really. I'm just sorry I haven't stopped by since then. Congratulations on getting the orphanage rebuilt. I'm amazed, it looks pretty much exactly how it used to be, too. I know it sounds silly to ask them to build it that way, but everyone was kind enough to humor me. Na? Da ist einfach das Gamepad ausgefallen. Mal gucken. So, I can't imagine this orphanage looking any other way. It just wouldn't be the same. Yeah, I think you're right. So, are the kids inside? No, they're actually out in Menoria for class. A traveling priest comes by once a week and holds Sunday school for us, you see. Okay, that's a bit of a problem though. You see, we actually want to ask the kids about something on top of just saying hello. Huh? Would this have to do with the white man Polly saw? Probably yes. I see, so it was Polly who saw the person thing. I always did peg her as a sharp one. Well, come inside, you can wait here until they return. I do have some tea on the kettle and a few snacks too. Thanks. Okay, was los? What's up? Tea not your thing? Metron Theresa, you're not going to ask about Joshua, are you? Ah, Chloe already told me everything. She worries easily and she needed to unburden her soul onto someone when she found out. Also Metron Theresa weiß natürlich auch, dass Joshua nicht mehr da ist. Ne, ihr wisst ja, ne? Joshua, der Killer. Kurz in der Flasche geschaut, wie spät es ist. Und das ist Zeit für die nächste Textkarte. Come on. If you say things like that, I can't hold it in. Und jetzt muss sie weinen. Das ist in Ordnung, ey. Das ist traumatisch und die ist noch jung. Die ist jetzt höchstens 17. So, you don't need to hold it in. You shouldn't. I'm all too familiar with how it feels to lose someone important. Now, don't say anything. I may not be able to be a mother for you, but at the very least I can hold you for a little while. Und jetzt wird gekuschelt und geknudelt und das ist schön. Well, that was embarrassing. And here I was wanting to show up and show how I'm a big, tough, braced woman now. Wobei man ja sagen muss, auch als Erwachsener ist es stark zu wissen, wann man Gefühle zu lassen, ist ein starkes Ding. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist, man weiß selber, wann man Sachen am besten tun sollte. Das ist schon sehr, sehr klug eigentlich. Deswegen, ich möchte es hier nochmal betonen, dass es eigentlich gut macht. That's right. You're a senior bracer now, aren't you? Congratulations, Estelle. Well, I'm still kind of green, to be honest. Speaking of my little crying Jack, though. Theresa, you mentioned that Chloe was worried about us. Yes, about you and Joshua specifically. She saw her precious friends suffering and felt powerless to do anything for them. She struggled with it. She desperately wants to help you. Precious friends. Yeah, precious friends, ne? Yeah. I feel kind of awful she's been tearing herself up so much over it. But I'm glad she cares. I really need to go see her soon. I believe the Genus campus is closed to visitors right now due to the end-of-term examinations. Those should be over soon, though, and you can see her then. Sounds like a plan. Also, you know, the kids are a little bit late, aren't they? I don't remember Sunday school taking this long. They may be playing in the village after class. The new traveling priest who's been coming by does seem like he's fond of children. New traveling priest, huh? Wait, why does that sound familiar? Ja,
hört sich das sehr bekannt an, weil du diesen wandernden Priest schon getroffen hast. Kann sehr gut sein. Okay, also wir gehen jetzt in die Stadt und schauen nach den Kindern, ob da alles in Ordnung ist, weil die halt eigentlich viel zu spät dran sind. Und hey, bla, thank you so much, I'll be waiting for your return. Okay. Dann machen wir das, ne? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay. So. Und genau das machen wir. The matron still blows me away. I was impressed with her before, but man, I can't help but feel humbled by a woman like that, you know? The queen's the same way. You too, huh, Agatha? She kind of reminds me of Mom that way. Oh yeah, the old man's wife. She died during the war, didn't she? Huh. Agatha, something wrong? Nah, just... Women are strong, you know? Stronger than you think. What's this all of a sudden? I'll let it go, I'm rambling or something. Come on, let's go collect the kids from Manoria. Ja. Das machen wir, oder? So nämlich. Das ist ein guter Kommentar. Mal schauen, wie wir das handeln werden. So, wir müssen jetzt ja eigentlich nur ein Bildschirm weiterlaufen, dann sind wir ja schon da. Lang ist's her. And here's Manoria. Haven't been here since the whole stolen donations thing. Was gar nicht stimmt. Wir waren ja schon für die Nebenquests in der letzten Folge hier. Schade. Still quiet as a church, it looks like. Hey, nothing wrong with that. I like it. Your hometown of Revenue was pretty quiet too, if I remember right. I guess. Anyway, kids should be at Sunday school somewhere in the village. Let's look for them. Right. Ja, machen wir das. Wir wissen ja noch, also das ist immer noch so cool. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich es schön finde, dass das so ein bisschen angepasst ist. Wenn man schon die gleiche Welt wie auch sonst erkundet, ist es irgendwie ganz cool, wenn sich da auch so ein bisschen verändert, dass es ein bisschen lebendig ist. Oh. Ja, hier war nämlich eine erste Liebessequenz, wenn man so will. Und ich glaube, Estelle wird jetzt einen kleinen Flashback bekommen. So, aua, Flashback! Yay! This is... Huh, what's up? Joshua and I had lunch here a while back, you see. It just came back to me is all. Alright. Hey, don't be like that. It's not like it's a memory of some great tragedy or anything. I was just a kid who didn't really understand her own feelings. I totally forced Joshua to let me feed him, not even caring if anyone saw. He must have been really sick of me even then. You're still a kid if you ask me. How about it? Need a sec? No, I can't stop now. Can't let myself stop now. Besides, we need to find that Sunday school, right? Right, let's go. Und das wird ja 100 pro hier, da steht's ja auch drauf. Man sieht's schön an der Tür, Sunday School. Dann gehen wir mal da rein. Sunday School, class in session. Oh hey, here's the Sunday School. Given that the sign's still up, I guess they're still in class. Could be. Let's take a look inside. They might have finished for the day and just forgot to take down the sign too. Good idea, let me take a peek. Okay, let's see. Wait a second, I know that guy. Und es ist natürlich Kevin. They do not deserve your sympathy. In truth, Pedro did not think Duke Gaston would back down easily. What of the machinations of that foul-masked puppeteer Harlequin? Capri, Peter's teacher, seemed to know the jester, but simply dodged the questions about him with frustrating vagueness. Regardless, Pedro knew another battle would come, and soon he would have to upgrade the Blue Knight if he hoped to emerge victorious. Oh, Pedro, a slightly irritated yet comforting voice snapped Pedro from his reverie. Do you wish for your tea to grow cold? The clear blue eyes, which met his own, carried their own message. It will be all right. Pedro, a little embarrassed, took his tea and drank deeply. It was enough to simply have this moment with her. The end. That's the Doll Night, kids. Whoa! Und er hat die Geschichte erzählt. Ja, aber was ist mit dem Kampf? Und überhaupt, you're such a dummy. That's a wonderful ending. And you just know Pedro and Tia go on to get married and live happily ever after. Oh, so romantic. Yeah. They gotta get married and be happy. I want some of that tea.
Capri is so cool. Phew. All 22 chapters of the Dull Knight in one sitting for a bunch of rambunctious? Das Wort kenne ich nicht, aber wahrscheinlich Gesundheit. Ja, finde ich auch. You want to talk challenge. Das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Rabauken oder Wilde oder irgendwie sowas in die Richtung, schätze ich mal. Alright, kiddos, that's enough for one day. Class is over. Aww. Thank you for teaching us, Mr. Graham. Okay, never underestimating this group of kids again. Yo, who's at the door? Class just wrapped up, so come on in. You noticed me? Guess I stuck my nose in a little too far. Ja, das stimmt. Sorry for intruding. Ja. Huh? Hey! Whoa! Estelle! Hey kids, it's great to see you again. Ja, die haben sie ja auch schon ewig nicht mehr gesehen, ne? Holy moly, did you come to play? This is great, it's been forever. Miss Estelle, play with me. Welcome back, welcome back. Okay, die Kinder sind ein, Father Kevin. It's been a while. She remembers me. Of course I do. Wow, though. You really are a priest, despite the get-up. Really, why all the hate on my awesome duds? But hey, what are the chances we'd meet again here of all places? Could this be fate? Ah, I see. So you've met Father Kevin before, Estelle? The world really is a small place. I know, right? Craziness. Thanks for the lunch, by the way. It was excellent. No, it's no trouble. Besides, it's the least I can do in return for what you've done for the children. Hey, Estelle. How come Joshua's not with you today? You see, he's pretty busy with something, so he couldn't come today. Oh, too bad. I wanted Joshua to see the orphanage all fixed up too. Me too. Wanted to see him dressed up like a princess again. So pretty. Anyway, you guys were in Sunday school for a while. What was that you were reading when we came in? Some kind of novel? It's called The Dull Knight. It's an awesome action story about fights between puppeteers. Oh, no, it wasn't. Swords for Brains. It was a romance with desperate love between a noble lady and a common man. Desperate love. It's a young adult novel series I brought with me when I came to Liebel. I'd planned on reading it to the kids a little at a time, but they convinced me to do it all in one go. I guess the way you get caught up in stuff kind of backfired there. Well, thank you for your devotion, Father Kevin. You'll be heading back to Rhone now, I take it? Yeah, next logical stop, really. I've got other villages to visit, so I need to hop on an airship soon. Speaking of, how come you're in Rhone yourself, Estelle? Bracer business, I guess. Ja, there's a lot going on. Okay, genau. Wir müssen ja eigentlich Polly jetzt nochmal fragen. Diese ganze Geschichte mit dem Buch vorlesen, der ist ein super Dude und überhaupt ist natürlich alles cool. Aber eigentlich wollen wir ja wissen, was diese geisterhafte Schemen-Dingensbummens ist, ne? You asked me stuff. Genau, Polly. We have a question. Can you tell us about the white man you saw a little while ago? The white man was a white man. He was spinning like a top and was neato and fun. Okay, das macht gar keinen Sinn. We were hoping for a bit more. Let me try and explain it a bit better. It was about 4 days ago. Polly was outside just kind of spacing out, which is, usual for her. And then she saw a white man floating in the air. Yeah, he was dancing around in circles in the sky. And when I tried talking to him, he bowed and flew away like a birdie. You were totally asleep and dreamed up the whole thing. I mean, come on, there's the lamest ghost story ever. I thought she might be dreaming at first as well, but it seems someone else saw it too. Right, Daniel? Yeah, I only saw a little though. The night I saw a weird white shadow flying off to the east. White shadow, okay. Well, with 2 kids seeing it, I'm a lot more inclined to believe it. The hell's up with just bowing when spoken to though? Hey Polly, did you get a good look at his face? I don't know what his face looks like. He was wearing a weird mask. A mask? What the hell? What the hell kind of ghost wears a mask? Hey Polly, you need to say this stuff. You never mentioned that before. But nobody asked. Well, mask aside, it seems it wasn't just a dream. Once Daniel told me about it, I contacted the Bracicle just in case. We've been watching for it since then, but there's been no sign of it. Huh. Well, thanks for your time, ma'am. This gives us a lot to think about. Estelle, Agathe, whenever you're in Rhone, you're more than welcome to stop by. Father, I'll see you the next time there's a class, I hope.
Yeah, you bet. Absolutely, I'll drop by every time I have a chance. See you, Father Kevin. You too, Estelle. And bring Joshua next time too. Yeah. I don't know when I'll be back, but I will come to see you again. Man, those kids are energetic. Gotta wonder though whether or not the matron qualifies for sainthood. Because every single one of them was among the most polite, wonderful kids I've ever met. Yeah, Matron Theresa's amazing. There's actually another girl who helps out there too. She's busy with her school exams and couldn't get here today though. Oh, okay. Anyway, I'm heading back to Ruin for a bit. What about you guys? Wanna come with? Well, we've asked everything we need to over here, and the road's always better with company. Let's head out. It's decided then. Off we go to Ruin. Let's go. Und wir haben Kevin an Bord. Aber bevor wir das machen, wollen wir natürlich noch einmal zum Leuchthaus, weil ich glaube, waren wir da nicht sogar schon? Ich bin mir nicht mal mehr sicher, aber ich glaube, da können wir was machen. Wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen, wenn wir da sind, ob da was passiert. Hey, wer bist du denn? Da singt jemand. Oh, Mr. Kevin. Mr. Kevin, read me another book, okay? Yeah, you leave it to me, kiddo. Been a good girl too, Lucia. Yeah, okay, I'll be waiting. Und wir hauen ab. Ja, das meine ich. Dieses Talk wäre jetzt ausgegraut, wenn wir in den Anspielen mit ihr gesprochen hätten. Das finde ich eigentlich eine sehr coole Ergänzung, die es einfach angenehmer macht, weil man wird ja reingesogen, man will das ja machen, ne? Deswegen finde ich das schon ein bisschen schade. So, wir rennen jetzt natürlich zum Leuchthaus. Deswegen finde ich das schon ein bisschen schade, verdammt. Tschüss. Dass man da nicht so unterstützt wird vom Spiel, weil das ist ja darauf ausgelegt, dass man die ganze Welt erkundet etc. Das wäre halt schon deutlich cooler. Und, ja, ach Gott, jetzt die wieder mit der Perspektive gedreht. Das mag ich ja gar nicht hier. Okay. Ja. So nämlich. Und dann gehen wir mal rein. Warte mal, kann ich nicht da oben auch? Ach so, nee, das ist oben, wenn ich ganz oben wäre. Dann... Ich meine, also kann jetzt sein, dass das jetzt kompletter Bullshit ist und ich kompletten Quatsch erzähle, aber ich meine, dass wir hier was tun können. Weil ich hatte das im letzten Spiel, dass ich dachte, hier fehlt doch eine Mission, aber die fehlte gar nicht so. Still hurts a bit, eh? No use, can't strain myself any further. Hey, Mr. Vogt, it's been a while. Well, it's you bracer kids again. Still full of vinegar, see. Oh yeah, now I remember. You were knocked out during that whole mess with intelligence goons. Yeah, this is Mr. Vogt, the lighthouse keeper. How are you these days, Mr. Vogt? Still hanging in there? I've been alright mostly, though recently I... Hey, what's wrong? Are you alright? It's my bum back. Can't seem to shake this pain. Anytime I bend at all, it's like someone's driving a spike through my spine. Whew, sounds pretty painful. Can't you take some medicine for that or anything? I've been dealing with this pain since you were in diapers. I'll have you know. I'll not waste time trying to cure it now. It'll go away on its own. I'll see to that. Unfortunately, I can't afford to sit around resting for too long right now. Huh? Is there something you need done? Würde ich sagen. Matter of fact, there is. I was right in the middle of an important job when you stormed in here. You know, there are ointments used in the lighthouse, right? I swapped the parts out for new ones, but I ain't given them all a test yet. Oh, that sounds like it could be... Also wir sollen jetzt austesten, ob die neuen Ointments, die in den Leuchtturm eingesetzt sind, funktionieren, was nicht unwichtig ist, weil der Leuchtturm natürlich von der Küste sehr, sehr wichtig ist. Wouldn't be much of a lighthouse keeper if I asked someone else to do it. I just take it slow and easy and keep my back straight. I see. Well, don't strain yourself, okay? You don't want to make it worse. You don't need to worry on that score, little miss. I know my body. Listen to me, go on. Sorry to chew your ears off. Good luck with your work braces. Thanks. Take care, Mr. Vogt. Oh yes, one moment. I almost forgot. What is it? Well, about testing the ointments. There's a manual on bookshelf there with details on how to do it. If you're curious, feel free to take a look. Huh? Oh yeah, sure, I guess. Also er will nicht direkt fragen, ob wir diesen Job machen sollen, um das zu testen, sondern wir sollen
mal aus Interesse reinschauen und vielleicht hat er uns so indirekt damit gefragt, ob wir das machen. Ja, komm, machen wir. This is a book on the shelf titled Lighthouse Manual. Ja, lesen wir. Configuration on the control device. The layout of the switches are in control. Activate switch, set it to on to initiate beacon. Orbital amplitude control, adjust orbital levels. Stabilizer, stabilization mechanism. Connection quartz set to on to activate beacon. How to activate lighthouse beacon. Set activation switch to on, then set connection quartz to on. The beacon should illuminate. Okay, if you think, is it broken, please consult troubleshooting. Troubleshooting, the activation is flipping, the RAM is low. Map. Also ich schätze mal, dass nur der erste Teil wichtig ist, oder? Ist das hier das schon? Stabilizer. Den machen wir mal zu... Das war low, glaube ich, ne? Stabilizer low. Oh. Was haben wir noch? Orbital Amplitude machen wir auch low. Wir wollen es ja testen. Connection Quartz? Ne, das noch nicht. Was ist das? Activation Switch. War das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Connection Quartz. Middle. Middle. Connection Quartz. Also ich schätze mal. Wow. War das richtig? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach alles von unten nach oben hoch gemacht. So würde ich einen Test logischerweise vorgehen, ne? Auf der niedrigsten Stufe anfangen und dann nach oben. Weil das Buch hat mir ehrlich gesagt gerade gar nichts gebracht. Scheint aber richtig gewesen zu sein, schätze ich mal. Ah, you did it. So, we can just leave it alone now, right? You can. It's in diagnostic mode. It'll stop on its own in a little while. Okay then. Still, I'm impressed. You managed to figure out with nothing more than the manual. Ja, ehrlich gesagt nicht mal das. It wasn't easy to be honest. Oh hey, looks like it stopped. Yes indeed, the diagnostic's done and there were no problems to report. It's been mighty neighborly of you to do all this for me. Sorry to put you through all of this trouble. No, it's fine. You only need to thank us. Just make sure you take it easy on your back. No, I can't let you go without expressing a little bit of my gratitude. Here. Oh. Das sind Fishbait hier, wie heißt das? Köder. So. You can land some real whoppers on the cliffs nearby. Das wäre so geil, wenn dieses Burger wirklich rauskommen würde. Naja, ist ja auch wurscht. Well, thanks. Okay. Anything else we can do for you? I've got all I need, little miss. However, it's good of you to ask. Very, very important. It shows that you have a heart that cares for others. As any modern bracer should, just like the bracers of old. Well, thanks. You make sure and remember that attitude, dear. No, safe travels. Wow, Alter, wie nett ist er geworden. Das ist ja der Hammer. Also wenn man mal daran zurückdenkt, wie unfassbar grantelig der im ersten Spiel war, ist das eine 180-Grad-Wende. Vielleicht auch 170. Ich weiß es nicht genau, wie positiv er dann doch letztes Mal gegenüberstand, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. So. Ja. Oh, hoppala, habe ich gar nicht gesehen. Den hatten wir eben auch schon, ne? Also wir sind ja sowieso maximal überlevelt, deswegen ist das alles so wurscht. Aber ich würde, warte mal, sollen wir nicht noch einmal zum Kronepass gehen? Weil es ist eine Straße und ich will ja die Truhen einsammeln. Und da können wir gucken. Da ist doch bestimmt eine Truhe. Weil ich glaube, normalerweise hätten wir halt wirklich, um diese Zutaten zu sammeln, in der letzten Folge, hätten wir, glaube ich, bestimmt hier hochgehen sollen. Ah, Janice Blazer.
You open the chest to see a man's face just smiling at you. Unsettled, you back away and close the lid. Let's not open that one again. Weil normalerweise wären wir hier ja lang gegangen, um diese ganzen Zutaten für Orville zu sammeln. Aber die hatten wir ja vom letzten Durchlauf noch. Deswegen... Ne, hier ist auch nichts. Das sind nur komische Monster. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so doof, hier nochmal lang zu gehen. Soweit wir können. Wir werden ja in Ruan erstmal bleiben müssen jetzt für dieses Kapitel. Warte mal. Ja. Weil hier bestimmt noch Truhen rumliegen und die würden wir ja verpassen. Da zum Beispiel. Siehst du, habe ich nur aus dem Augenwinkel noch gesehen. This chest was once full of wondrous treasures. Then you came along. Ich finde das immer noch so schade, dass es diese Truhen-Nachrichten später nicht mehr gibt. Die gibt es nur noch bis Trails from Zero to Azure. Und dann ist vorbei. Und das ist echt schade. Ich fand die so lustig immer. Ist hier noch eine Truhe? Yo! Boah, gut versteckt. Looking in yet another empty chest, you wonder who leaves all these lying around unlocked. Ja, das ist eine gute Frage. Wer tut das? Also irgendwer muss ja rumlaufen und genau das machen. Ja, und jetzt sind wir nämlich hier und hier geht's nicht weiter. So, aber... Oh, guck mal, da ganz unnötig wieder. Seht ihr diesen Rand rechts jetzt? Schaut mal da. Seht ihr das? Ich kann es nicht drehen, aber es ist so... Warum ist der da? Es ist so wenig. Ah. Egal. Es macht ja nichts kaputt. Aber in den Außenbereichen, finde ich halt, bricht es halt wirklich so. Bei den anderen sieht das halt wie so ein Puppenhaus aus. Da ist das völlig in Ordnung. Aber hier so richtig unnötig. Aber ja, ich glaube, das war's schon, gell? Also, mehr gibt's ja jetzt nicht wirklich zu finden. Ja. Ich überlege gerade. Viel mehr können wir jetzt gerade gar nicht machen hier, ne? Der Sapphire Tower noch. Aber ich würde sagen, das ist ja perfekt. Moment. Ja, manchmal hakt es bei mir im Gehirn ein bisschen. Dann muss das Gehirn nachziehen, weil wenn man die ganze Zeit redet, dann vergisst man irgendwann auch so ein bisschen das, was man eigentlich tun wollte. Und jetzt war ich so ein bisschen verloren. Aber ich glaube, wir können nämlich jetzt auf dieser Seite nichts mehr machen. Das Problem ist nur, ich überlege die ganze Zeit, weil ich meine, dass Kevin in Ruan dann verschwindet. Und das ist natürlich doof. Ich würde ihn halt gerne noch ausnutzen, falls ich ihn für irgendwas benutzen könnte. Aber ich glaube, jetzt waren wir hier überall. Das heißt, ich kann gar nichts mehr mit ihm machen. Und entsprechend gehen wir jetzt erstmal in die Stadt. Vielleicht gibt es dann ja auch schon neue Nebenquests, wer weiß, ne? Ist ja ein Story-Event, ist ja passiert. Jetzt muss ich hier runter. Also wer diese Straße angelegt hat, ey, holla the Forest Ferry, wie man so schön sagt, da weiß ich auch nicht. So, hier ist die Straße ja noch ganz okay, aber dass man einmal so über den Strand laufen muss, ist schon merkwürdig, ne? Der Janice Royal Academy ging ja nicht, die ist ja zu. Ja, dann sind wir wieder in der Stadt. Ah, finally back. Feels good to be in Ruin again. Thanks, guys. It was nice of you to make sure I got back here safely. Come on, you don't need to thank us. Yeah, besides, like, you really needed the help anyway. That bow gun of yours is an antique, but you're pretty good with it, don't lie. Well, no, a wandering priest spends a lot of time out in the wilderness, you know. I gotta be able to defend myself somehow, but there's no way I could match a pro. You really think so? I think you'd make a really good race, actually. You're really skilled. Aww, Estelle, you're making me blush. Guck mal, ich hab's gecallt, ne? Ich hab vorher schon gesagt, oh. You keep the flattery up and we might have to get serious. I thought we agreed to knock it off with the come-ons. Anyway, about the spook you're hunting, people have been coming to the local church about it too. But Father Theodore thinks we ain't dealing with a normal spirit here, assuming it is a spirit at all. Really? Why isn't it normal? Well, the church likes to say that when people die, all the good little boys and girls join Hades in the sky, right? Right, and sinners are condemned to fall into the darkness of Gehenna. Sometimes, though, you get souls who don't really fall into either camp. That's what the church typically refers to as a ghost.
Wandering soul's okay. But then I still don't get what makes our ghost not normal if it's a wandering soul. Well, they don't really wander according to doctrine. Ghosts are usually bound to something. Could be a place, could be a person. Point is, it's something. The ghost everyone's been reporting, though, doesn't seem to behave that way. It's got Father Theodore worried, I can tell you that much. I get it, that's worrying. Anyway, just something to keep in mind as you investigate. Now, I gotta get to church. See you, gang, stay cool and spook us. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon ein paar Hinweise, ne? That was really good advice. I guess he does really know the testaments. He still doesn't seem like much of a priest, though. I don't sweat it too much. The Wanderers really are a bunch of weirdos. The guy who used to come to Revenue way back was a real bow of nuts, too. Okay, so anyway, we do still have some people we need to talk to. Let's continue our investigation. After you. Haben wir nicht schon mit allen gesprochen? Soldier Airletten Checkpoint. Ah, ja, genau. Ja. Aber erstmal möchte ich gucken, ob wir nicht vielleicht sogar noch neue Nebenquests haben wollen. Nö, haben wir nicht. Tja, dann nicht. Aber dann bleibt uns ja immer noch nichts anderes übrig, als dem Weg weiter zu folgen und Richtung Airletten zu gehen. Wahrscheinlich kriege ich da dann auch Dorothy, mit der ich dann die Sapphire Tower Quest machen kann. Und das ist ja unser erklärtes Ziel. Was haben wir denn hier? Orient Causeway. Okay. Oh, eine Truhe. Bar. You've seen a lot of empty chests in your day, but you've really got to say this one's the finest. Ja, weiß ich nicht. So schön finde ich die jetzt nicht, ehrlich gesagt. Habe ich schon schöner gesehen, zum Beispiel mit so einem schönen Rot. Da gibt es im Sapphire Tower, wie gehabt, das kennen wir ja noch. Was haben wir hier? Auf jeden Fall keine Truhe. Ne, ohne Truhe ist es uninteressant. Muss man ja mal ganz klar so sagen. Okay, dann sind wir jetzt hier bei Airletten. Das ist da auch die Kanten. Warum? Das ist so wenig Platz. Man kann die Kamerafahrt immer noch toll machen. Ey, vielleicht ist es am Ende wirklich Speicherplatz oder so. Eben so was ganz Banales. Kann ja auch sein. Airletten Checkpoint. Feels like ages since I've been here. So the guard who saw it is around here somewhere? At least that's what Jean told us, yeah. Let's hit up the guard commander here first and see who saw it. Good idea, but to think someone saw it in such a lovely place. I'll knock it off with the it nonsense. Just say it's a ghost or whatever already. No, not hearing anything. La 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 la. Can a girl lie to herself every now and then? Ja, finde ich nämlich aber auch. So. Hier draußen irgendwo eine Truhe. Kamera kann man hier nicht bewegen. Wisst ihr was? Ich finde, das ist ein wunderschöner Platz, um hier eine Pause zu machen fürs nächste Mal. Wir haben auch ein bisschen was geschafft. Wir waren bei beim Mutter Teresa. Wir haben eine Nebenquest gemacht in einem Leuchtturm. Wir haben Neuigkeiten über den Geist herausgefunden. Wir haben Kevin wieder getroffen, der uns auch ein Stück begleitet hat, den wir leider kaum gebraucht haben, weil wir einfach überpowered sind. Aber es ist viel passiert. Nochmal an dieser Stelle ein bisschen Entschuldigung, falls so ein bisschen Geschrei mit drin ist. Es ging heute logistisch nicht anders. Normalerweise kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. Aber hey, so ist das Leben, ne? Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!